Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Heute mit dem neuen Navy 2024 Speed Set, der Ankündigung der FWC Final Events, Livestreams und so weiter. Und außerdem eine Änderung am aktuellen Event, an dem Piratenschiff-Event und ein Fix von dem Problem, das vor ein paar Tagen bestanden hat, wo man sich teilweise tatsächlich einloggen konnte. Also tatsächlich doch einiges los gewesen heute, news-technisch. Wir fangen an mit dem Navy-Set. Ich finde, hier sieht das Set tatsächlich besser aus, als wenn man sich das Ingame in der Preview anguckt. Rein optisch ist mein Hauptkritikpunkt, dass es alles sehr ähnlich aussieht oder überwiegend die gleiche Farbe hat halt, also weiß und nur die Nuancen sind anders. Und was mich ein bisschen stört, ist der Cloak tatsächlich, weil eigentlich sieht der Cloak richtig cool aus, aber wenn man ihn sich in-game in der Umkleidekabine anguckt, sieht man schnell, der ist extrem nah am Körper. Und das bedeutet einfach, dass man mit so ziemlich allem Grafikbugs hat. Selbst die eigenen Handschuhe von dem CS-Set buggen durch den Cloak durch, was einfach nicht schön aussieht. Und das ruiniert für mich so ein bisschen das Set. An für sich eigentlich nicht schlecht, also vor allem der Cloak wäre interessant. Aber wie gesagt, ich habe mir schon in-game angeguckt und das war jetzt nicht so der absolute Burner. Was allerdings ein absoluter Burner ist, ist das Fluggerät. Es ist nämlich einfach ein freaking Panzer. Ja, wir haben einen Panzer in Rot, Lila und Türkis. Und ja, sieht echt ziemlich cool aus. Das ist einfach so ein, ja, so, ich meine, es ist ein Panzer-Raketenschiff oder so. Ich weiß nicht ganz genau, was das darstellen soll. Aber ja, so ein super moderner Panzer, I guess. Ich finde die Fluggeräte in letzter Zeit, da übertreffen sie sich fast schon selbst. Ja, echt cool. Und ja, können Sie gerne so weitermachen. Genau. Ja, dann gab es irgendwie ein Login-Problem, wenn man hier auf Play Now klickt quasi oder auf Login, dass du dann nicht spielen kannst. Das wurde behoben. Genau. Also hier steht noch, dass es so bald wie möglich gefixt wird, aber im Discord haben sie schon geschrieben, dass es gefixt wurde. Dann Änderung am Plunder the Pirate Ship Event. Es gab eine Menge Feedback von der Playerbase, dass das Event-Item, also das Event-Item, was man bekommt, wenn man das Event farmt, Treasure Map Pieces zu niedrig ist, ja, und es zu wenig Belohnungen gibt quasi. Und deswegen haben sie jetzt eine Änderung vorgenommen. Also bisher hat man gleich 1 bis 3 Items bekommen und jetzt bekommt man 3 bis 6 Items ab der heutigen Serverwartung, also ab dem 8.10. Und ne, Moment, die war doch mal gestern, ne? Ab dem 8.10., genau, ab gestern. Ja, also ist schon nicht schlecht. Ich habe gleich gesagt, dass das Event neu war. Es müssten 5 bis 10 sein, also Minimum 5 und Maximum 10. Dann wäre es von den Belohnungen her wahrscheinlich gut. Es ist jetzt 3 bis 6, also jetzt müssten sie es nochmal verbessern, damit ich es auch farmen würde. Aber es ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht, weil man natürlich sagen muss, naja, die Änderung kommt jetzt auch wieder ein paar Wochen, nachdem das Event gestartet ist. Besser später ist nie, ja, aber für mich ist das persönlich immer noch von der Anzahl her nicht genug, ehrlich gesagt. Aber zumindest cool für die Leute, die das Event gefarmt haben oder farmen wollen, weil damit hat sich die Anzahl bei jedem Schiff quasi mindestens, also wenn man vorher Minimum bekommen hat, war es 1, jetzt ist es Minimum 3, also ist es auf jeden Fall deutlich besser geworden. Das auf jeden Fall. Ja, und dann PvP Finals, Notice, Finalist, Final Round, also wir kriegen endlich die Info, was es alles für Events gibt bei den Finals und auch die Bestätigung, welche Teams tatsächlich antreten. Das fand ich jetzt tatsächlich gar nicht so interessant, welche Teams jetzt genau antreten, weil mich die Teams an sich interessieren. Das Problem war nur, sie haben so eine relativ kryptische Ankündigung mal gemacht. Kurz bevor das PvP-Event beendet wurde, Anfang September, haben sie mal eine Ankündigung auf Discord gemacht. Sie sind sich bewusst, dass es Teams gibt, die da irgendwie abusen, ja. Was genau abused wurde, haben sie nicht gesagt. Sie haben nur gesagt, irgendeine Art von Abuse findet statt und dass sie sich dessen bewusst sind und dass Teams und Spieler, die das abusen, entsprechend bestraft werden. So. Klingt ja natürlich grundsätzlich erstmal so, oh wow, okay, natürlich betrügen wieder Leute bei Flive, ist ja ganz klar, ne? Hier oben steht es auch nochmal. Ah ne, hier unten steht's. The teams were selected through accurate matching results and internal reviews, and we also considered the abusing part that some players were concerned about. Ich habe mir extra die Arbeit gemacht. Also ich habe extra die Gilden abgescreenshottet, die in-game am 5. und 6. September, wann auch immer das Event vorbei war,
abgescreenshottet und es sind tatsächlich genau diese 6 Gilden. Also es hat quasi jetzt nichts geändert. Bei den Spielern weiß ich es nicht. Die Spieler habe ich jetzt nicht abgescreenshottet. Könnte vielleicht sein, dass bei den Spielern 1, 2 Leute ausgetauscht wurden. Glaube ich aber eher nicht, weil es hieß ja eigentlich, sobald ein Spieler gebannt wird oder ausgeschlossen wird, wird das ganze Team ausgeschlossen. Kann also eigentlich nicht sein, dass ein Spieler hier ausgetauscht wurde, wenn kein ganzes Team ausgetauscht wurde. Und das heißt im Endeffekt, diese Ankündigung mit dem Abusen hat entweder diese Top 6 nicht betroffen oder sie haben sich doch nicht dazu entschieden, die Leute komplett auszuschließen. Ich weiß es nicht, aber irgendwie so ein bisschen, es wurde fast schon so angekündigt, oh, es wird Drama geben, so, es wird spicy Drama geben und letztendlich ist einfach nichts passiert. Also niemand wurde ausgeschlossen, das Ranking hat sich nicht verändert und ja, keine Ahnung. Also ich meine, ich wollte jetzt nicht, dass jemand bestraft wird, aber wenn schon so eine Ankündigung kommt, quasi nach dem Motto, ja, da haben schon Leute betrogen oder abused oder so, dann denkst du dir halt schon so, naja, okay, aber da muss ja auch irgendwann jemand bestraft werden. Aber offensichtlich ist nichts passiert. Genau. Ja, das war es eigentlich schon. Match Results, Match Rules meine ich. Double Elimination. Double Elimination bedeutet, man muss zweimal verlieren, um rauszufliegen. Match ist Best of One quasi. Jedes Match ist ein Best of One, außer das Finale ist ein Best of Five. Und ja, wenn man gewinnt, kriegt man irgendwie Winners Final Advantage ist plus ein Matchpoint. Also es gibt quasi Lower Bracket, Upper Bracket und das Upper Bracket hat quasi schon einen Punkt. Die müssen quasi nur 2 Games gewinnen. Lower Bracket müssen 3 Games gewinnen. Das heißt, technisch gesehen ist es ein Best of 4, weil das 5. Game wird nicht gespielt werden. Genau. Dann Prizes. Das ist jetzt auch noch interessant. Habe ich jetzt irgendwie auch anders verstanden. In der letzten Ankündigung. Hier steht jetzt 80.000 US-Dollar, bla 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 bla. Paid after deducting taxes and various expenses. Die various expenses wären für mich ganz interessant. Was bedeutet various expenses? Also müssen die dann den Flug und so doch selber zahlen oder was? Wenn du gewinnst, so, hey, wir haben 3.000 Euro für euren Flug bezahlt, das wird jetzt abgezogen. Weiß ich jetzt nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke mehr, dass wirklich nur so Steuersachen gemeint sind. Aber ich fand das mit den Steuern ganz interessant, weil ich bin mir ziemlich sicher, in der letzten Ankündigung hieß es, dass man sich um die Steuern oder Versteuerung dieses Gewinns und so selber kümmern muss. Bin ich mir ziemlich sicher, dass das so drin stand. Also in der allerersten Ankündigung stand irgendwie drin, dass Steuern abgezogen werden. In der zweiten Ankündigung stand drin, ja, die Spieler müssen sich selber drum kümmern, was für Steuern sie da zahlen müssen, wenn sie gewinnen. Und jetzt steht hier wieder, naja, die Steuern werden direkt abgezogen. Also keine Ahnung, ich meine, ich bin ja sowieso nicht dabei, mir kann es im Endeffekt egal sein, aber es ist wieder mal so ein bisschen verwirrend. Dann, wann findet das Ganze statt? Das Ganze findet statt um 15 Uhr, aber der Livestream startet schon um 14.40 Uhr in den Philippinen. Bei uns ist das 8.40 Uhr, also UTC sind wir ja nicht, wir sind UTC plus 2. Also in Deutschland ist es 8.40 Uhr, beziehungsweise halt 9 Uhr dann. Hieß es, glaube ich, auch in der letzten Ankündigung. Das Ganze findet auf Twitch und YouTube statt. Oder bei mir. Ihr könnt es auch bei mir im Livestream gucken. Official Co-Stream, Spiel ist da der Co-Stream. Ich weiß nicht, ob ich direkt um 9 Uhr live bin. Ich probiere es. Ich kann es nicht versprechen, aber wahrscheinlich schon. Genau. Watch the stream through the Flive Universe official channel. You can check free coupon codes through the stream. Check out what items you can get on the day of the finals. Also wir kriegen 3 Coupon Codes fürs Gucken. Hört sich jetzt auch nicht so an, als wären das limitierte Coupon Codes im Sinne von einer kriegt einen Code und alle anderen kriegen keinen. Sonst sind wahrscheinlich Codes, die jeder einlösen kann. Ja, also ziemlich cool. Werde ich vielleicht auch nochmal ein Video dann drüber machen, dass man die Codes alle einlösen kann. Ich hoffe halt, dass die dann nicht zu krass begrenzt sind, im Sinne von, dass irgendwie nur 100, 200 Leute sie einlösen kann. Also doch nicht ganz jeder, sondern nur viele Leute. Oder dass sie halt nicht begrenzt sind, dass sie halt nur 1 Stunde gültig sind oder so. Werden wir sehen. Genau. Dann gibt es 3 On-Site-Events. Und da würde ich jetzt grundsätzlich wieder sagen, warum zum Teufel kündigt man sowas so spät an? Weil das ist ja literally in 3 Tagen. Ich meine, gut, das war gestern angekündigt, fairerweise, aber naja, da waren es halt 4 Tage. Ich meine, ich werde nicht innerhalb von 4 Tagen mich entschließen, in die Philippinen zu fliegen und vor Ort zu sein. Vor allem nicht wegen Flive-Items, aber an für sich ist es schon ja, relativ kurzfristig sowas anzukündigen. Wäre natürlich schon nicht schlecht, wenn das ein bisschen früher wäre. Und ja, es gibt quasi ein Early Bird Event. Leute, die ganz früh schon da sind, 1 Stunde bevor es losgeht, kriegen Coupons. Die ersten 500 Leute, die kommen, kriegen Coupons. Die ersten 100 Leute, die als Gilde kommen, kriegen Coupons.
Und dann auch die Gilde mit den meisten Leuten, die zu dem Event geht, zu den Finals geht, kriegen auch nochmal Coupons. Genau. Hier sieht man es, was die bekommen. Das ist sogar actually ziemlich heftig, was die kriegen. Also Early Bird musst du einfach nur hingehen, eine Stunde bevor es losgeht. Kriegst Heartbreaker, Ice Crown Weapon Skin, 10 Amplis, 2 Invi-Bags 30 Tage, alle Flasks 10 Mal. Dann wirst du einfach nur kommen. Kriegst du Weapon Skin Box, Amplification 5, also im Endeffekt das gleiche halbiert und ein Baby La Wolf. 2024 Guild Ready Winner. Kriegst du Shadowhunter Custom Lucky Box, 10 Amplis, auch wieder ziemlich heftige Belohnung eigentlich. Und die Guild Rally Runner-Up kriegen auch nochmal 10 Amplis, Clockhawks Weapon Skin Box und auch noch ein paar andere Power-Ups. Also es ist ziemlich heftig, eigentlich, was du da bekommst, dass du einfach nur hingehen musst. Also am besten musst du mit einer Gilde hingehen, die viele Mitglieder hat. Du musst früh da sein. Also ich weiß nicht, ob man alles kriegen kann, aber ich schätze mal schon. Ja, du musst also ganz früh da sein. Mit deiner Gilde, mit vielen Gildenmitgliedern und halt einer der ersten 500. Dann kriegst du halt schon ziemlich krasse Items im Wert von, keine Ahnung, 10.000 F-Coin oder so. Also das ist actually gar nicht mal so wenig. Dann Gcash, das gibt es jetzt bei uns in Deutschland, glaube ich, gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob das hier überhaupt gängig ist, keine Ahnung. Also es gibt es schon, aber ich weiß nicht, ob das irgendjemand nutzt, ehrlich gesagt. Ja, keine Ahnung. Könnt ihr euch durchlesen. Ist jetzt nicht so wirklich interessant, weil man muss halt vor Ort sein. Also es sind alles On-Site-Events, bedeutet, es ist alles vor Ort, also vor Ort confirmen, dass du das wirklich gemacht hast und so. Stream-Sharen hier zum Beispiel auch und solche Sachen. Also das, ja. Genau. Und On-Site-Event 3 ist auch noch ganz interessant. Those who visit the finals will receive a Flife Universe Goods Kit limited to 500 people. Ich weiß nicht, was genau damit gemeint ist, ehrlich gesagt, aber wahrscheinlich Merchandise. Und in addition, the prizes below will be awarded to those who visit through a raffle. Gaming Laptop kann man gewinnen, 3 Gaming Monitore und 10 mal Gaming Gear, wenn man auch vor Ort ist und einfach nur bei diesem Raffle mitmacht. Also es sind ziemlich krasse Events, einfach nur fürs Vorbeikommen. Aber wie gesagt, das findet halt in den Philippinen statt, in Manila. Also es ist jetzt nichts, wo du jetzt einfach mal so kurzfristig vorbeiguckst oder so, wenn du jetzt in Deutschland wohnst oder so. Deswegen sage ich ja, die Ankündigung hätte man schon ein bisschen früher machen müssen, I guess. Es steht auch nirgendwo was von begrenzte Sitzplätze oder so, oder wie viele Leute überhaupt hingehen können. Ich weiß nicht, was sie machen würden, wenn jetzt 10.000 Leute auftauchen würden, was höchstwahrscheinlich nicht passieren wird, aber was wäre dann? Ich kann ja nicht jeder da sein. Weiß ich nicht. Ja, wir werden sehen. Vielleicht sieht man davon ja auch was im Livestream. Wird ganz interessant, I guess. Und ja, aber das waren so die ganzen Infos. Also für uns, fürs Zuschauen, wenn ihr nicht in den Philippinen seid, gibt es lediglich diese 3 Coupon-Codes, die hoffentlich länger gültig sind, nicht nur direkt, wenn sie in den Chat gepostet werden oder wie auch immer man dann bekommt. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Wir werden es sehen. Und ja, schaut vorbei. Danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Vergesst nicht die Änderung mit dem Pirate Ship. Also jetzt kriegt man 3 bis 6 Items, nicht mehr 1 bis 3. Also vielleicht ist das für den einen oder anderen für euch relevant. Und wie immer, schaut gerne auch im Livestream vorbei. Twitch-Link in der Videobeschreibung für tägliche Live-Streams. Macht's gut, haut's rein. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.